Ich zeige dir heute eine Variante, wie du klappernde Kabel im Mast dauerhaft unterbinden kannst. Die werden jetzt im Abstand von 50 cm an eine Mausleine geknotet und Christoph zieht sie dann durch, wenn er in den Mast muss. Hi, ich bin Christoph, der Bootsschrauber, und ich zeige dir heute eine Variante, wie du klappernde Kabel im Mast dauerhaft unterbinden kannst. Es gibt viele Varianten im Netz. Wir glauben, wir haben die beste gefunden. Apropos wir, in diesem Video lernst du Marion kennen. Marion und ich sind gemeinsam unterwegs. Wenn du mehr über uns und unsere Reise sehen willst, am Ende blenden wir dir unseren Segelkanal ein. Heute geht es aber um das Thema klappernde Kabel im Mast. Es gibt dazu im Netz verschiedene Varianten, die genannt werden. Eine ganz häufige ist, dass man im Mast, wenn man ein Kabel einzieht, an dem Kabel Kabelbinder befestigt. 4 Stück, alle paar Zentimeter. Und das soll verhindern, dass das Knallen weiter besteht. Wir finden das aber keine gute Möglichkeit, weil diese Kabelbinder relativ aufwendig zu befestigen sind und sie sind auch relativ weich. Außerdem halten sie dann auch nur dieses eine Kabel weg. Wir haben eine bessere Variante und die besteht darin, dass wenn du ein altes Kabel aus dem Mast herausziehst, dass du erstens gleich eine Pilotleine mit einziehst. Wir ziehen in diesem Video 2 Leinen ein. Und zwar einmal eine Pilotleine, wo nichts eingebunden ist. Das ist einfach nur dafür, neue Kabel nachzuziehen. Und eine zweite Leine, und in diese zweite Leine haben wir unser Sicherungssystem eingebaut und das zeigen wir dir jetzt. Wir haben ein klapperndes Kabel im Mast und wir haben eine Lösung dafür gefunden. Hier siehst du das Material, das besteht aus Dichtungsschnur, ca. 8 mm Durchmesser und einer Polyesterleine. Das ist ein System, was Amel eigentlich schon immer hat, und zwar ist eine sogenannte Mausleine eingezogen. Mausleine ist so eine Führungsleine, eine zusätzliche Leine, die man benutzen kann, um Kabel einzuziehen und so weiter. Und bei Amel in den Masten ist eine Mausleine eingezogen mit solchen Stückchen Schaum oder irgendwas drin, um das Klappern zu verhindern. Also das ist im Prinzip an eine Leine gebunden, geknotet, festgeknotet. Alle 50 cm ungefähr. Und das wird durch den Kabelkanal im Mast mit durchgezogen und das verhindert das Klappern. Bei uns ist die nicht mehr drin gewesen, deswegen rüsten wir die jetzt wieder nach, weil also mich nervt das Klappern ja. Christoph kann sowas ja weghören, aber mich nervt's. Und gerade wenn ein bisschen mehr Wind ist, ist das wirklich unerträglich. Und deswegen bereiten wir jetzt die Leine wieder vor. Das hier ist so ein Dichtungsgummi. Das hatten wir gekauft für unsere wasserdichten Türen, ist aber die falsche Größe gewesen. Da haben wir uns ein bisschen vermessen. Und deswegen ist es sowieso übrig und das nehmen wir jetzt. Und da werden so circa 5 bis 6 cm lange Stücke habe ich da jetzt geschnitten. Die werden jetzt im Abstand von 50 cm an eine Mausleine geknotet und Christoph zieht sie dann durch, wenn er in den Mast muss. Genau, also Marion hat recht, ich kann das ignorieren, aber trotzdem nervt. Also vor allem vor Anker. Also wenn du vor Anker liegst und hast ein bisschen seitliche Welle, klong, kling, klong, dengel, klong, das nervt. Und ja, also ich bin froh, dass im Amel-Forum dieses Thema auch geteilt war und bin da sehr dankbar drum. Und wir haben es jetzt mit euch geteilt, weil wir wissen, dass viele von euch auch dieses Thema haben und nicht wissen, was sie tun sollen. Und deswegen unsere Lösung. Genau. Geht natürlich nur für die Sachen, die im Mast klappern. Alles, was außen am Mast klappert, musst du wegbinden von außen. Logisch. Da können wir euch übrigens auch einen Tipp geben. Wenn außen die Fallen am Mast klappern, kann man sie entweder festziehen oder lockern oder ganz woanders hinbinden. Also da könnt ihr mal ein bisschen damit spielen. Wir haben gute Erfahrungen damit gemacht, dass wir sie ganz wegbinden. Wir haben ja seitlich zwischen den Unterwanden diesen Metallbügel, den Amel da hat für die Aufnahme der Spielbäume. Und da binden wir die raus und dann stört das auch nicht mehr.
genau. Ich finde, wegbinden ist die beste Möglichkeit. Alles andere macht gar keinen Sinn. Also lockern sowieso nicht und festziehen, du kriegst sie nicht so fest, dass es nicht mehr klappert. Wenn ordentlich Wind ist, klappern sie ja trotzdem. Also die fallen, deswegen wegbinden ist immer noch die beste Möglichkeit. Also ich habe überlegt, wie ich es festmachen soll und mit dem normalen Knoten, der ja anscheinend Würgeknoten heißt, also ne, so muss ich ja immer alles durchziehen, entweder 17 Meter auf der einen Seite oder mit dem ganzen Gebimsel dran die andere Seite und das fand ich jetzt ein bisschen kompliziert und der ist auch nicht so richtig stabil und deswegen mache ich jetzt so eine Schlaufe und ziehe die zusammen, also so eine Schlaufe. Warte, ich komme mal ran, mach nochmal. So und dann ziehe ich den nur da durch. So, und das ziehe ich einmal erstmal fest. Dann stecke ich meinen Schaumstoff da durch und ziehe es nochmal alles fest. Richtig fest. So. Der ist auch nicht abgesichert gegen Lösen. Auch der kann sich lösen. Deswegen ziehe ich ihn auch immer zuerst so zu und ziehe dann die Schlaufe zu. Aber wir machen es ja jetzt sowieso alle 50 Zentimeter. Ne? Manche haben es nur alle 1,5 Meter. Deswegen ist da auch egal, wenn mal einer zwischendurch rausfällt. Die Mauslein jetzt auszulegen, dass sie sich nachher beim Hochziehen nicht verheddert, weil das 17 Meter mit dran gebinzeltem Zeugs sind und wie man sieht, verheddert sich das ganz schnell. Jetzt versuche ich sie auszulegen in der Hoffnung, dass das was hilft. Und wir ziehen die von unten nach oben rein. Der Mast ist 15 Meter hoch und da muss ich hoch. Um in den Mast zu klettern, habe ich mir ein eigenes Mastklettersystem gebaut. Damit kann ich alleine, praktisch wie eine Raupe, in den Mast klettern. Ich habe dazu eine Steigleine und eine Sicherungsleine und Marion übernimmt nur den sichernden Part. Das Ganze besteht aus 2 Steigklemmen, einem Trittbrett und einem automatischen Abseilsystem, dem Grigri 2. Wenn du mehr darüber wissen willst, wie das geht, schreib mir gerne in die Kommentare und ich mache ein separates Video dazu. Kann losgehen. Hier siehst du ganz gut die raupenartige Bewegung, mit der ich alleine in den Mast klettere. Das ist zwar relativ anstrengend, hat aber den Vorteil, dass die zweite Hand nur sichern muss und nicht die schwere Winscharbeit übernehmen muss. Von oben hat man einen traumhaften Ausblick, aber das ist heute nicht das Thema, sondern es geht darum, eine Mauslein einzuziehen. Das hier ist die Mauslein. Wenn wir getrennt voneinander arbeiten, benutzen wir dieses Bluetooth-Headset und das lieben wir, weil es eine ganz normale Kommunikation erlaubt, wodurch auch viel mehr Informationen übertragen werden. Das benutzen wir bei der Navigation, bei Ankermanövern und auch, wenn wir im Mast arbeiten. Super praktisch, macht die Kommunikation entspannt. Links findest du unten. Jetzt brauche ich dich bitte mal an der Mauslein. So, ich ziehe mal an der Mausleine. Es ist die hier. Warte, der hängt. Jetzt. Oh, schick die Tüte runter, ich gebe dir meine Hände. Oh, das geht ja geschmeidig. Ja, aber ich muss trotzdem ganz schön ziehen hier oben. Aber das ist ein gutes Zeichen. Das heißt, dass er irgendwas irgendwo mit Druck auch anliegt. Das heißt, das sollte dann eigentlich auch das Klappern beenden. Okay, kannst weitermachen. Steht.
nur noch 4 oder 5 Stück. Warte, der hängt. Jetzt. Weil alle Produkte, die du in diesem Video siehst, haben wir dir auch unter dem Video verlinkt. Und wenn du da draufklickst und innerhalb von 24 Stunden eins dieser Produkte oder etwas komplett anderes bestellst, dann bekommen wir eine kleine Provision und das hilft uns natürlich weiterzumachen. Also vielen Dank dafür. Wenn du toll findest, was ich hier mache, dann bitte abonniere gleich den Kanal und teile das Video am besten mit einem deiner Freunde, der das auch hilfreich finden wird. So, das hat hier oben alles super geklappt. Ihr werdet immer noch nichts hören. Das hat hier oben alles super geklappt und ich gehe jetzt. Ich kann nicht nur alleine in den Mast klettern, sondern das Abseilsystem erlaubt mir, mich alleine abzuseilen. Was hier unter mir baumelt, ist das Trittbrett, auf das ich mich stelle und dann hochdrücke, um diese Raupenbewegung zu erzeugen. Das Abseilsystem ist deswegen so toll, weil es paniksicher ist. Wenn ich mich selbst abseile, kann ich keine falsche Bewegung machen, sodass ich mich selbst zum Absturz bringen würde. Das wird auch von professionellen Kletterern und professionell eingesetzt. Das nennt sich Grigri 2. Ich verlinke dir das auch unten. Genauso wie die anderen Bestandteile. Wenn dir dieses Video mit Tipps rund ums Segeln gefällt, dann schau dir bitte das Video da oben auch an. Da geht es darum, wie man ein Dinghy dauerhaft repariert, sodass es auch wirklich dicht bleibt mit einem Profitrick.